Die Linie 22 ist bei vielen Leipzigern immer noch in guter Erinnerung, auch wenn ihre Einstellung mittlerweile fast 25 Jahre her ist. Als eine der wenigen Straßenbahnlinien überhaupt fuhr sie auf ihrem Weg von Thekla über das alte Messegelände nach Dölitz nicht über die Innenstadt. Mit Einführung des neuen Netzes 2001 wurde sie weitgehend durch die Buslinie 70 ersetzt. Heute wollen wir uns einmal den Streckenabschnitt entlang der Richard-Lehmann-Straße anschauen. An der Haltestelle Naunhofer Straße zweigte die Linie 22 von der Strecke der Linie 15 auf der Prager Straße nach Süden in den Friedhofsweg ab, bevor sie dann an der Haltestelle an der Tabaksmühle in die Richard-Lehmann-Straße einbog. Dort befand sich auch der Abzweig der damaligen Wendeschleife Südfriedhof. Nachdem sie 2001 ihren Linienverkehr verloren, wurden die Gleise in der Richard-Lehmann-Straße und dem Friedhofsweg sowie die Wendeschleife Südfriedhof 2005 stillgelegt. Von letzterer findet man aber bis heute noch Gleisreste, sodass man ihre Lage noch gut nachvollziehen kann. Schauen wir zunächst in die landwärtige Haltestelle an der Tabaksmühle im Friedhofsweg. Die Tatra-Doppeltraktion mit dem Wagen 2196 an der Spitze wird gleich in die Richard-Lehmann-Straße einbiegen. In Höhe des zweiten Triebwagens sehen wir die Ausfahrtsweiche der Schleife Südfriedhof. Kurz vor ihrer Einstellung endete die Linie 22 wegen Bauarbeiten in der Schleife Südfriedhof. Wagen 1116 ist an der Haltestelle an der Tabaksmühle angekommen und wird gleich in die Schleife einfahren. Im Hintergrund wartet bereits der Ersatzbus. Mittlerweile sind sämtliche Gleise an dieser Stelle entfernt worden und nur wenig erinnert an die frühere Straßenbahnstrecke. Der Friedhofsweg selbst ist für den Autoverkehr gesperrt und nur noch den Linienbussen der Linie 70 vorbehalten. Wagen 1116, den wir gerade auf dem Friedhofsweg gesehen haben, hat die Wendeschleife durchfahren und wird gleich seine Einrückefahrt zum Straßenbahnhof Dölitz antreten. Wenn man genau hinschaut, kann man in der Bildmitte neben dem Baum die im Gras liegende Weiche erkennen. Gehen wir nun ein Stück entlang der Richard-Lehmann-Straße bis zur Kreuzung Zwickauer Straße. Hier kreuzte die erst 1999 zur besseren Erschließung des alten Messegeländes gebaute Strecke, auf der zunächst die Linie 2 fuhr, die Gleise der Linie 22. In den letzten 25 Jahren hat sich in dieser Gegend viel getan und die Freiflächen rund um die Kreuzung wurden weitgehend bebaut. Die Gleise der Linie 22 Richtung Osten wurden stillgelegt und teilweise entfernt. In Richtung Westen ist die Strecke aber nach wie vor vorhanden und wird gelegentlich für Umleitungen genutzt. Anstelle der Linie 2 fährt nun die Linie 16 über die Zwickauer Straße. In Richtung Dölitz hält eine nicht modernisierte Tatra-Doppeltraktion an der Haltestelle Richard-Lehmann-Zwickauer Straße. Bemerkenswert ist die durchgängige Baumallee, von der heute nicht mehr viel übrig ist. Die Straßenbahn ist aus der Haltestelle ausgefahren. Im Hintergrund sieht man das Doppel-M der Leipziger Messe. Diese Landmarken befanden sich einst an 3 Haupteingängen des Messegeländes. Heute ist nur noch das Doppel-M an der Prager Straße erhalten. Heute erstreckt sich dort, wo früher das Doppel-M stand und sich eine Freifläche befand, das weitläufige Gelände eines Autohauses. Ein NGT10 auf Linie 16 fährt auf der Zwickauer Straße Richtung Innenstadt. Ab der Altenburger Straße verändert sich die Richard-Lehmann-Straße deutlich. Auf beiden Seiten befindet sich Wohnbebauung und die Straße verfügt nun über einen breiten Mittelstreifen. Das folgende Bild wurde mit Blick in die Haltestelle Altenburger Straße aufgenommen, die sich in einer markanten S-Kurve befindet. Die Tatra-Doppeltraktion mit Wagen 1923 an der Spitze hält an der Altenburger Straße.
Gut ist die Lage in der S-Kurve zu erkennen. Im Hintergrund sieht man zwei ehemalige Gasometer des zum damaligen Zeitpunkt längst geschlossenen Gaswerks Max Reimann. ...25 Jahre später sieht die Straße noch fast genauso aus. Die Gasometer sind aber saniert worden und beherbergen als Panometer wechselnde Ausstellung von Panoramabildern. Dahinter sieht man den 2015 gebauten und 191 Meter hohen Funkturm. Das letzte Bild für heute ist an der Kreuzung von Richard-Lehmann-Straße und Arthur-Hoffmann-Straße entstanden. Bis 2001 kreuzten hier die Strecken der Linie 22 auf der Richard-Lehmann-Straße und der Linien 5 und 16 auf der Arthur-Hoffmann-Straße, die vom Bayerischen Platz kommend zum Wiedebachplatz und weiter nach Lößnich führten. Für die im neuen Netz 2001 eingeführte Linie 9 wurde ein Gleisabzweig auf die Richard-Lehmann-Straße gebaut, damit diese Linie aus der Arthur-Hoffmann-Straße kommend in Richtung Konnewitzer Kreuz fahren konnte. Die Gleise in der unteren Arthur-Hoffmann-Straße wurden dabei stillgelegt. Der NGT 8 1118 befährt hier wenige Tage vor Einstellung der Linie 22 die Baustelle auf der Kreuzung. Gut sind die in die untere Arthur-Hoffmann-Straße führenden Gleise zu erkennen, die nur wenige Tage später dem neuen Gleisbogen für die neue Linie 9 weichen werden. Auch an dieser Stelle hat sich seitdem recht wenig verändert. Zwei NGT 8 auf der Linie 9 befahren den Abzweig aus der bzw. in die Arthur-Hoffmann-Straße. Ich hoffe, diese kleine Zeitreise hat euch wieder gefallen. Ich danke euch fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.